Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur nun schon 10. Folge von Gestrandet Last Exit Mallorca. Und wie so oft sitzen wir auch wieder hier zusammen und ich steige mit einer Frage ein. Bei dir gibt es heute Obstsalat oder hast du als Erntehelfer übers Wochenende gearbeitet? Der war echt gut. Ja, da sag ich erstmal Moin alle zusammen und dir natürlich auch. Freut mich, dass du wieder hier bist. Das Obst habe ich von Bekannten von mir bekommen. Die kommen mir öfters im Jahr in Urlaub. Immer wenn Schulferien sind, weil die arbeiten als Lehrer. Okay. Und ja, wir kennen uns halt über Jahre und die bringen mir dann immer ein bisschen Obst mit vom Hotel. Und 2, 3 Bananen, ein paar Äpfel, Pfirsiche, die rumliegen, damit ich gesund lebe. Und ja, ein paar Klamotten, die dann nicht mehr passen oder so. Das ist nett. Also es passiert mir öfters, dass ich angesprochen werde von Leuten, die kommen 2, 3 Mal im Jahr oder ich komme nächstes Jahr wieder. Beziehungsweise man kennt sich und hat mal über Facebook oder WhatsApp seine Kontakte schon ausgetauscht. So, Jens, ich komme in 2 Wochen, was brauchst du aus Deutschland? Und so, ja, bring mir ein bisschen Bratensoße mit. Okay, So in der krass. Richtung, ja. Ja, Bratensoße ist teuer. Und so in der Richtung und das ist halt toll. Oder die bringen mir dann ihre Klamotten, passt mir nicht mehr. Oder kannst du das gebrauchen? Überraschungen. Das ist immer toll. Jens, guck mal, was ich mitgebracht habe. Ein Kumpel von mir aus der Schweiz, der ist verpflichtet, immer wenn er kommt, mir Ovo Martine mitzubringen. Was bitte? Ovo Martine. Kennst du die Schokolade? Nein. Die orangene mit der blauen Schrift Ovo Martine. Nee, ich Voll kenne nur Toblerone. cool. Toblerone gibt es hier auch und ich glaube Ovo Martine bin ich mir nicht sicher. Ich glaube in dem einen deutschen Supermarkt bin ich mir nicht sicher. Ich glaube Toblerone haben sie, Ovo Martine nicht. Und dann gibt es ja noch den großen Konzern, hier den L. Eng, Les. Der hat ja seine bessere Abteilung und ich glaube, da gibt es sogar auch diese richtig schöne schwarze Schokolade. Okay, krass. Aber ja, genau, Ich die bin mir nicht Gourmet-Abteilung. sicher, also ich war länger nicht da, aber die haben ein super gutes Angebot. Ja. Wir reden jetzt über Ich habe Supermärkte. keine Ahnung, wie wir da drauf kommen, um ehrlich zu sein. Nee, aber ein Beispiel ist doch zum Beispiel, eine Dose Ravioli kostet in Deutschland, weiß ich, 2 Euro. Hier zahlst du 5 Euro. Das stimmt. Oder eine kleine schon Oder und eine Maggi. nachgemachte. Oh. Da bezahlst du über 3 Euro Ja. teilweise Und für du so eine hast kleine wie einen Ravioli. Erbseneintopf oder einen Bohneneintopf oder so einen richtigen Ratsherren, Gutsherreneintopf oder sowas. Du Gibt's hast hier das gar nicht. Wichtigste für einen Saarländer gesagt. Hier gibt's nur Maggi, Jens. Linsen, die weißen Bohnen und die runden scheiß Kavanzos, die schmecken voll eklig. Für den Saarländer hast du das Wichtigste gesagt, Maggi. Wir brauchen das Zeug literweise, um zu überleben. Von daher Ich bin ist ja das Koch, also Dramatischste. ich bin Koch vom Beruf. Und aber du ich kennst Maggi? klar, selbstverständlich. Also ich Als finde, sowas Koch? gehört mit dazu. Ich Ja? meine, es ist eine Gewürzsoße. So wie andere Leute die Worcestersoße, es kommt drauf an, man darf halt nicht zu viel reinmachen. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier eine schöne Bohnensuppe mache, ich meine, Maggi ist ja im Prinzip der Liebstöckel. Für mich eigentlich, wenn ich eine Brühe koche, gehört Liebstöckel mit rein. Aber wenn ich das mitkoche, in meiner Brühe, die ich ansetze, dann schmeckt es halt nach Liebstöckel, das Maggi-Gewürz. Und dann sagen alle, da ist Maggi drin. Und deswegen wird der Liebstöckel leider vernachlässigt mittlerweile in der Küche, weil alle denken, du tust Maggi reinkippen. Und bei manchen Gerichten ein bisschen dazu, warum nicht? Gibt ja auch andere Leute, die hauen Tabasco Hat auch drauf. so einen Sojatouch, finde ich. Ne? Von daher ist Ja, das ja, Geschmackssache genau. Es gibt auch grundsätzlich. Gerichte, da nimmt man Sojasauce. Oder hier die Worcestersoße, Tabasco. Also ich persönlich, ich verabscheue Tabasco. Bin ich finde auch es so raus, eklig. absolut. Ja, Ja. du hast ein richtig Und schönes noch Steak. pur vor allem. Und dann Ui. hauen die Tabasco drauf. Ich finde das viel zu, ja nicht wie in der Schärfe, ich finde viel zu essighaltig. Also es macht, wenn du es auf ein Steak drauf machst, klar, es gibt Gerichte, wenn ich einen Chili con Carne koche, kann ich da 2, 3 Tropfen reinmachen. Aber dann würde ich gerne ein paar Chilis holen, die klein schneiden und reinschmeißen. Weil ich mag die Schärfe vom Tabasco nicht. Für mich auch, da hast du recht, das hat nichts mit Geschmack zu Ja? tun. Oder Für andere mich Leute hassen Worcestersoße. Oder Jalapenos Worcestersoße. Oder ist für mich so die wie schönste. sprichst du die Worcestersoße aus? Kennst du das? Ja, die brauchst Ja, du doch ich- für heißt Caesar das Salad, Worcester? glaube ich, oder? Für Das die brauchst Caesar du auf Soße. jeden Fall, wenn du eine Dings kochst. Caesar Soße Ne, machst.
Caesar-Soße gehört das mit rein. Mhm. Und auch bei einer, ich glaube, eine Sauce Bernays brauchst du auch ein bisschen Okay, da bin ich raus, da käme ich nicht auf die Idee. Es ist eine holländische Soße. Wie Sauce Hollandaise gibt es auch die Sauce Bernays. Da kommt, du machst eine Reduktion. Jetzt wird es kompliziert. Wir machen keinen Kochunterricht. Dafür machen wir mal einen extra Podcast. Da kommen wir noch dazu. Kochen mit Jens. Ich habe zumindest gerne die Frage, um zurück aufs Thema zu kommen. Also Tabasco kriegst du auf jeden Fall nicht mitgebracht. Nee, brauche ich nicht. Deswegen, ja. Nee, dann würde ich da nochmal einsteigen. Also haben wir auch richtig verstanden, gab es, glaube ich, auch nicht so viel Mist zu verstehen. Du lernst Leute hier kennen. Ja, die kommen 2-3 Mal im Jahr und genau, mit freuen denen sich ins und möchten mir was Gespräch Gutes tun. und fragen. Oder auch jetzt in diesem Beispiel, wo das Obst, glaube ich, auch herkommt, war dann das so, dass die vorher gefragt haben, hey, wir haben da ein paar Sachen noch, ich sag mal, ausgemistet, in Anführungsstrichen, aus dem Kleiderschrank. Ne? Kannst du das gebrauchen? Sollen wir das mitbringen? Und dann bringen die ja alles gemischt mit, ne? Also nicht nur Obst. Ja, genau. Also ich freue mich da immer super drüber, wenn die Leute mir was mitbringen, weil bevor sie es wegschmeißen. Und es sind auch schöne Geschenke. Und dann bringen sie auch was aus ihrer Region mit zum Beispiel oder sowas. Das finde ich immer cool. Ja, mich freut es immer was. Man lernt über die Jahre die Leute kennen, die kommen 2-3 Mal hierher. Und mir geht es ja nicht ums Geld, wie ich immer sage. Also mir ist eigentlich wichtiger oder ich finde es cooler, wenn die Leute kommen und bringen mir vom Herzen was mit, was Leckerlis für meine Hunde zum Beispiel. Eine Bekannte von mir vor Da wäre ich kurzem- noch hingekommen. Stichwort 1,5 Kilo Übergepäck. Eine Das habe ich nicht Bekannte von vergessen. mir, die kam an und hat gesagt, ich habe 1,5 Kilo Übergewicht wegen Leckerlis für deine Hunde. Ja, ist auch total lieb dann, ne? Das extra von Ja, Deutschland rüberzubringen und Oder mitzubringen. bevor sie zurückfliegen, weißt, dann kriegst du die Handtücher, passen nicht mehr im Koffer oder die halbvolle Seife, Shampoo oder solche Sachen, weißt du. Ja, Oder das Sonnencreme Deo, was ist kannst du hier eh auch mitnehmen. nicht so Sonnencreme günstig ist und immer ich gut, genau. erinnere mich, als ich mal gerötet hier ankam am Ja. Anfang der Saison und du mir ein Sortiment Welche von Sonnencreme Aftersun willst du? bis Klack, 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 whatever klack. hier hingestellt 5 hast. verschiedene Sorten. Also Vom was heißt mindestens? Es Sprühen, können auch 6 gewesen sein. Ja. Ja. Also ja, das mal auch so als Beispiel oder wie ich es dann erlebt Sowas habe. ist Du dann nutzt wichtig. es auch, genau. Ja, Du logisch. hast es und Ich habe es hier du brauchst stehen. es ja und auch. Wenn wer kommt und braucht es, ich benutze es. Und dann auch Leute wie du, die dann kommen und brauchen sowas. Oder die Gestrandeten, die ich ab und zu Ja. mal aufsammle. Die haben manchmal auch Creme schon dich ein, stundenlang creme dich da ein. in der Sonne gelegen, Ja, das ist haben wir ja wichtig. mitgekriegt. Und an derjenige oder derjenige, der das Aftersun gespendet hat, ich sage auch danke. Ja, das ist eine von vielen Storys. Wenn, ja, man kennt sich halt hier mittlerweile untereinander und ich freue mich immer, wenn ich bekannte Gesichter wieder treffe und die hier glücklich sind und ja, bevor es weggeschmissen wird, weil ist ja auch so, und die kümmern sich um meine Gesundheit. Das mit dem Obst kümmert sich um meine Gesundheit. Ja, ich persönlich würde jetzt nicht in den Supermarkt gehen und mir eine Banane und einen Apfel kaufen. Kann ich mir vorstellen, ne? Vor allem, weil du ja auch bei der Hitze jetzt nicht so viele vielleicht Lagermöglichkeiten hast auch, ne? Sowas geht dann ja auch klar bei den Temperaturen schneller irgendwie ein, sag ich jetzt mal. Ja, selbstverständlich. Das war mit dem Obstsalat, weil ich mir überlegt habe, ich esse dann abends meine Banane, meinen Apfel, weil es halt da ist und ich mache das ja gerne. Also ich esse gerne Obst, nicht falsch verstehen. Aber man kommt halt, man ist halt unterwegs mittags und dann, wer kommt auf die Idee, sich ein paar Äpfel zu kaufen, zu Hause kenn das, hinzulegen. ja. Also jetzt, der auf der Straße lebt, in Anführungszeichen. Ich lebe da nicht, aber ich kenne das trotzdem. Und dann sitzt man halt abends da und denkt sich, Jetzt hätte ich ich gerne hätte jetzt Apfel. keinen, ja, das ist nicht unbedingt, oder man sieht ja irgendwas im Fernsehen und wie sie reinbeißen und so. Darauf hätte ich jetzt auch Bock. Aber die Supermärkte sind zu und dann hat man das da liegen, das ist immer cool. Immer alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ja, absolut. Und auch heute lässt uns Uwe wieder an seinem Rückblick teilhaben und wir setzen da an, wo wir auch in der letzten Folge aufgehört haben. Allerdings haben wir, ja, ich sag mal, herausgefunden, dass wir da noch kurz was aufklären müssen. Und zwar hat es sich in der letzten Folge jetzt so angehört, als wäre die Geschichte mit dem Clown und dem Charles Rivell, den wir euch da ja mal vorgestellt haben, im Anschluss direkt passiert. Das kam allerdings nur so rüber, weil Uwe das als Beispiel für eine seiner kreativen Ideen gebracht hat.
Allerdings ging es so nicht direkt hier los. Dazu kannst du ja auch gerne noch kurz was sagen. Das nur für euch. Und Uwe setzt dann jetzt auch gerne da an, wie es hier weiterging, wie er das erste Mal von Palma an die Playa kam und was er dann da so gemacht hat. Ja, schönen guten Tag erstmal. Hier ist wieder der Uwe. Schön, euch auch gehört zu haben, beziehungsweise, dass ihr mir zuhört. Ja, es liegen ein paar Jahre dazwischen und ihr kennt ja wahrscheinlich die Playa vom Frühjahr noch, aus Doku-Serien und so weiter und so fort. Und da gab es noch die 10 Jungs vom Oberbayern, die am Strand rumgelaufen sind. Und die haben dann gesungen, Oberbayern, kommt herein hier. Ne? Und all so eine Scherze. Ne? Naja, und dann die Eimerverkäufer mit Sangria und mit den langen Strohhalmen und so weiter. Ballermann-Strohhalme. Richtig, ne? Naja, und da ging das richtig noch ab, ne? Aber gut, heute sieht die Playa ein bisschen anders aus, ne? Aber das hat noch richtig Spaß gemacht und ja, und ich habe mich an der Playa richtig wohl gefühlt, weil ich habe dann Mädels, Jungs kennengelernt, ne, mit denen ich geredet habe und weil ich bin redegewandt, wie ihr schon wisst, ne, aus der letzten Folge. Und so ist dann auch der Kontakt an der Playa so ein bisschen zustande gekommen. Und dann hatte ich auch meine Mütze dabei, ne? Und das Straßenkind, wie gesagt, das kennt er ja schon, ne? Von Malle, der Uwe, ne? Und so habe ich dann ein paar Cents verdient. Und natürlich kommt man hier auch speziell an der Playa mit deutlich mehr Leuten in Kontakt und auch, dass man sich mal unterhalten kann, als ich sag mal beim Parkplatz einweisen und wahrscheinlich auch grundsätzlich mit mehr deutschsprachigen Leuten. Von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass das ja wirklich auch gerade dann am Anfang eine schöne Abwechslung war, ne? Da vom ganzen Tag, ich sag mal, rumstehen und vielleicht das ein oder andere Wort mal wechseln, hier den ganzen Tag unter Menschen zu sein, es war ja damals auch ein ganz anderes Feeling an der Playa. Also da spielte sich ja alles auch an den Ballermännern ab, ne? Ja, da hast du vollkommen recht. Ich meine, das sind 2 verschiedene Welten. Das Einparken und eben halt hier in Arenal, am Palma und Ballermann. Playa, ja. Ja, richtig, ne? Und aber man muss eben halt mit den Leuten ganz anders umgehen an der Playa als wie beim Einparken. Das ist ganz einfach und naja gut, ich meine, ich kann schnell umdenken und so funktioniere ich halt, ne? Und das hast du dann auch genossen, ja. Und wie lange hast du das dann erstmal so, also ist da irgendwas Besonderes passiert, dass du dann dich vielleicht auch mal, was ich aus Jens oder wir aus Jens Rückblick schon gehört haben, mal mit sowas wie Seifenblasen jetzt einfach als Beispiel oder Ähnliches irgendwann mal ausprobiert hast in dieser Zeit? Ja, und dann, was ich dann auch sehr, sehr geil fand, dann habe ich den Manuel getroffen, der Sandfiguren gebaut hat, ne? War für mich sehr, sehr interessant, weil ich sowas aus Deutschland gar nicht kannte, ne? Aus Palma ja auch nicht wirklich, ne? Nein, da hat man sowas nie gesehen. Da kannte man Standfiguren am Plaza Mayor, ne? Also das kannte ich, aber eben halt keine Sandfiguren, ne? Das war für mich was ganz, ganz Neues. Das war so ein Eimerverkäufer mit Sangria und Bier und so weiter und Ja. so fort, ne? Und mit den langen Strohhalmen, ne? Und ja, so ist man dann, sagen wir mal, bekannt geworden, ne? Und so hat man sich kennengelernt und dann, ja, Bisschen Netzwerk aufgebaut. selbstverständlich, ja, ja. Und so hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt, ne? Naja, und da kam dann eins zum anderen, ne? Und ja, dann ging die Reise für mich so richtig los, ne? Weil, ich wurde dann, ja, ich bin immer ein lustiger Typ und ich kann mit den Leuten reden, ne? Und das ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Aber Sandfiguren habe ich nie gemacht, weil ich eine ganz andere Bauweise hatte auf der Straße, also beziehungsweise das ist nicht mein Ding gewesen. Und und deswegen habe ich mein eigenes Ding gemacht. Ja, und war schon sehr interessant, den einen oder anderen netten Menschen an der Playa kennenzulernen. Und, naja, und so hat man dann Kontakte geknüpft und kenne jetzt auch sehr, sehr viele Leute und fühle mich dabei wohl. Und ich bin anerkannt, sie sind anerkannt und wir kommen miteinander super zurecht. Ja, ihr habt
habe ja mitbekommen, dass ich viele, viele Leute kennengelernt habe an der Playa. Und das Geilste war, da habe ich einen René kennengelernt mit Hexe und Erwin, das waren seine Hunde. Und war auch ein Deutscher und der hat hier auch auf der Straße gelebt. Und naja, wir haben geredet zusammen und so weiter. Ich habe gesagt, ich suche einen Schlafplatz. Ne? Und sagte Uwe, sagt er, komm doch mal mit. Und dann heute Abend, ne? Und dann war ich auf einmal bei den Mönchen, ne? Und das ist bei Mönche. Oha. Ja, Du hast schon richtig ja, gehört. Ja. Ne? Und das ist wirklich kein Witz, weil da gab es so einen Schlafplatz, das war so ein Rondell. Und da haben wir dann unsere Schlafsäcke ausgelegt. Wir mussten natürlich morgens um 5, halb 6 mussten wir immer alles abbauen. Okay. Weil dann, wir waren da auch nur geduldet, ne? Aber die haben uns akzeptiert. Ne? Und weil da auch eine Schule ist, so eine katholische Schule, ne? Von den Mönchen her geleitet. Und und zu dem Zeitpunkt mussten wir dann verschwunden sein. Aber es hat uns gut getan, weil wir überdacht waren. Und der Regen hat uns dann auch nicht geschadet, falls Regen da war. Ne? Ja, es war schon für mich auch ein neues Gebiet. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Und vor allem, wenn es so ein bisschen, so hat sich zumindest angehört, ohne Vorwarnung kam, ja. So, ich weiß da einen Platz, wo man übernachten kann und dann bist du auf einmal umgeben von Mönchen. Da denkst du doch auch, was ist denn jetzt los, oder? Ja, das war für mich Neuland. Ne? Also du wusstest, wo du hingehst? Oder wie? Nein, der René hat zu mir nur gesagt, Komm mal mit. du kannst Okay. bei uns schlafen. Ne? Und ich habe mich da auf Neuland begeben. Ich wusste gar nicht, wo das war. Aber auf einmal morgens tauchten da ein paar Mönche auf. Ne? Das war für mich schon interessant. Ne? Also hatte ich das richtig verstanden? Ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann schon so im ersten Moment ein lustiges Erlebnis ist. Ja, aber nach ein paar Tagen habe ich mich dran gewöhnt, weil ich wusste ja dann, wie der Hase läuft. Ne? Und naja, gut. Ne? Und war auch gut, du hast dich damit angefreundet, dass du morgens früh, dort deinen Platz räumen musst, weil das einfach Teil so der Bedingung war. Ja, nein, wir mussten dann, also wir haben uns da gegenseitig geweckt. Der Erste, der dann wach war, dann haben wir unsere Sachen zusammengepackt und sind dann zusammengegangen. Ne? Und wie lange hast du da geschlafen und wie lange ging das, dass du dort das als Platz zum Übernachten genutzt hast? Weil letztendlich kamst du ja, ich sag mal, von dem Hügel, oder? Richtig. Und dann hatte ich ja keinen Schlafplatz mehr, beziehungsweise gut, aber alleine, hat das keinen Sinn gemacht, weil man dann ja auch Angst hatte, nachts beklaut zu werden und so weiter. Ne? Und das waren so 4, 5 Monate, haben wir da oben gewohnt. Ne? Was heißt übernachtet? Ne? Nicht gewohnt, sondern übernachtet. Ne? Naja. Und tagsüber war es so das gleiche Prozedere, dass du dann dich eher an der Playa aufgehalten hast. Das ist richtig, ja. Ne? Und ja, es war immer lustig. Gut, vormittags und gegen Mittag haben wir uns immer einen Schattenplatz gesucht, meist so am Siebener, ne? Also Siebener Ballermann, ne? Weil da sind auch Schattenbänke und ne? Die haben wir uns zur Mittagszeit immer ausgesucht, ne? Weil die hart umkämpft sind im Prinzip, ne? Weil da auch einige dann Siesta machen, ne? Das ist halt so, ne? Ja, sieht man überall in Auch den Parks. von den Obdachlosen, ne? Und gut, da muss man dann auch schon früh genug da sein. Ne? Okay, ja, es bekommt man ja so als, ich sag mal, Tourist nicht mit. Ich sehe, wie eben schon gesagt, auch des Häufigeren mal Leute wirklich auch in der Siesta-Zeit im schattigen Plätzchen beziehungsweise auf einer Bank dann im Park liegen, auch in Palma. Das finde ich noch nicht mal so extrem auffallend, weil am Strand schlafen die Leute ja auch, wenn es heiß ist. Von daher stört das noch nicht mal so unbedingt. Aber dass das dann quasi gefragte Plätze sind, das bekommt man natürlich so gar nicht wirklich mit, ja. Nein, das ist schon richtig. Aber am Strand, sagen wir mal, gut, das machen meist die Touristen, die dann vom Megapark oder vom Bierkönig und so weiter kommen, voll betrunken und und hinterher haben sie nur noch eine Unterhose an und die beklaut werden. Ne? Naja, und dann sind sie hinterher dann am Weinen. Ne? Naja. Ja, das hatten wir ja am Podcast auch schon und die stranden dann, ja, nicht selten auch mal bei Jens. Naja, das hat mir Jens auch schon erzählt. Ich habe sogar persönlich schon mal welche zum deutschen Konsulat gefahren.
Habe die auch eingekleidet vorher, weil ich auch ein paar Klamotten habe. Ne? Und naja gut, das Busgeld bezahlt zum Konsulat nach Palma. Ne? Ich meine, so hilfsbereit bin ich auch als Obdachloser. Ne? Naja. Ja, interessante Geschichte. Erzähl sie gerne mal. Also sie sind auch beklaut worden dann logischerweise und standen wohl auch in der Unterhose oder Badehose da. Naja, selbstverständlich. Und naja, ich hab dann gefragt, was da los ist. Ne? Weil wenn ich zum Siebener kam, sehr jung, sag ich, was passiert? Ja, nee, ich wurde beklaut und so weiter und so fort, alles weg. Ne? Und ja, ich sag, was willst du jetzt machen? Ja, nee, keine Ahnung. Ne? Naja, gut. Und auch keinen Hotelschlüssel mehr und gar nichts mehr. Ne? Naja. Und naja, gut. Ich sag, pass auf, sag ich, Kollege, ich sag, ich muss mal ganz kurz zu meiner Unterkunft. Ich sage, da habe ich was gebunkert. Ne? Ich sage, dann kriegst du eine Hose und ein T-Shirt von mir und dann fahren wir nach Palma. Ich sage, das Busgeld habe ich auch noch über für dich. Ne? Da hat er auch gedacht, er ist im falschen Film, oder? Beziehungsweise konnte sein Glück nicht fassen. Ja, manchmal werden Obdachlose falsch eingeschätzt. Ne? Deswegen sitzen wir, glaube ich, ja auch hier, um das auch mal wirklich ein bisschen herauszukristallisieren, was denn so, ich sag mal, hinter den Kulissen oder dem ersten Eindruck und dem ersten Blick, der meistens auch der einzige ist, denn wirklich so alles steckt. Ja. Daher sehr, sehr spannende Geschichte, sowas auch mal wieder zu hören. Ich denke, da gibt es nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich würde nur noch fragen, das hat dann funktioniert und das Flugzeug nach Deutschland ja, ist nicht ohne diejenigen geflogen. Nein, das ist so wahr, weil, gut, ich habe dann, gut, die kannten mich da auf dem deutschen Konsulat, ne, weil ich da schon mehrere hingebracht habe. Und, naja, gut, Passfotos und so weiter, das habe ich dem vorgelegt, auch, musste es ja auch bezahlen, ne. Absolut. Und der hat sich dann Geld von Deutschland überweisen lassen, weil du vom Konsulat aus nach Deutschland telefonieren konntest. Und per Western Union hat der sich dann Geld schicken lassen. Ja, Das kennen unsere Zuhörer auch schon, ja. ja ne? Und dann hat er mir, naja gut, das Geld wieder zurückgezahlt und noch ein kleines Trinkgeld dazu. Ne? Fand ich auch sehr, sehr nett. Als, ja, einfach Dankbarkeit auch, ne? Ja, ja, selbstverständlich. Ne? Naja. Und das fand ich auch sehr, sehr toll. Ne? Und er fand das super, dass ich ihm geholfen habe. Und er ist Gott sei Dank wieder in Deutschland gelandet. Klasse, ja, finde ich übrigens auch. Und ich denke, die Mehrzahl unserer Zuhörer auch, weil man kann sich da sehr gut in die Lage versetzen. Und dass genau diese 2 Euro für einen Bus und diese hauptsächlich, ich sag mal dann vielleicht auch 2, 3 Stunden, die du deine Zeit investiert hast, um ihn da ein bisschen ja, an der Hand zu nehmen, unabhängig jetzt auch von den Kleidern und alles, dass diese Gesten unbezahlbar sind eigentlich, ja. Weil er wäre ja nicht wirklich weitergekommen in diesem Fall ohne dich. Und man weiß ja, wie es dann auch sein kann, wenn dann jemand in der Badehose da steht, dann bei Null anzufangen, ein paar Klamotten beizukriegen und dann auf dem Konsulat zu enden, dass man wirklich letztendlich im Flugzeug sitzt. Das ist vielleicht noch mit einem leichten Kater dann manchmal gar nicht so einfach. Und vor allem ist man da ja auch erstmal ein bisschen verzweifelt. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und finde ich an dem Punkt dann auch klasse, dass man sich dann da auch von seiner Seite einfach ein bisschen erkenntlich zeigt und sagt, hey, ich habe realisiert und registriert, was du da gerade auch für mich gemacht hast, ja. Nein, die Anerkennung, die war schon da. Und ja, und ich meine, gut, sowas habe ich nicht nur einmal erlebt, wie ich schon sagte. Und naja, aber die deutschen Touristen sind manchmal so ein bisschen dumm. Ne? Die trinken manchmal zu viel, über den Durst. Ja, und legen sich an den Strand und wissen dann gar nicht mehr, was los ist. Ne? Naja. Gerade die Jüngeren, die überschätzen sich selber, gerade mit dem Alkohol. Und ne, das ist nun mal Fakt. Ne? Und gut, ich habe, naja gut, ich will nicht sagen, kein Mitleid mit denen, aber ich helfe trotzdem. Ja? Und naja gut, die Jungs müssen wieder nach Hause und naja, da sollen sie dann auch wieder hin, ne, zu Mama und Papa, ne, und dann, naja gut, ne. Und dann investiere ich eben halt die Zeit und auch das Geld, ne, gut. Und es ging auch immer gut und das war für mich auch persönlich eine Genugtuung, dass ich als Obdachloser helfen konnte. Ich kann mich da wirklich in alle Lagen reinversetzen und ja, finde das ein klasse Standpunkt und ja, kann das einfach, also ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dann auch stolz ist, ne, wenn man
wieder jemand ins Flugzeug gekriegt hat und wieder auf den rechten Weg Richtung Heimat gebracht hat. Das ist richtig, ne? Und so, dadurch ist mein Selbstwertgefühl immer höher gestiegen. Ja, und naja, ich habe mich darüber gefreut, dass ich dem Jungen geholfen habe. Ne? Ja. Und fertig aus. Ne? Naja. Nee, kann ich mir vorstellen und toll, dass du es auch einfach dann so sagst, wie es ist. Ja, und das ging dann auch einige Wochen noch so weiter. Und die anderen Geschichten von mir, die werdet ihr dann in der nächsten Folge hören. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und denkt an das Straßenkind von Malle, den Uwe. Der wird euch nie vergessen und der kommt wieder. Genau, da würde ich dir auch zustimmen und dann machen wir doch dort einfach beim nächsten Mal weiter. Auch ich bedanke mich bei dir, Uwe, und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Und auch heute machen wir da weiter, wo wir bei Jens Rückblick aufgehört haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mit Uwe im Schlepptau habe ich das so abgespeichert, dass ihr euch zumindest auf dem Heimweg befindet, um die Einweihungsparty zu starten. Ja, das war super lustig. Wie gesagt, wir haben ja einen Uwe damals getroffen. Das saß hier unten, haben wir schon lange gekannt. Und er so, jo, klar, da komme ich mit. Wir haben ein bisschen Geld verdient, ein bisschen was gespart gehabt über die Tage und haben gedacht, ja, jetzt machen wir richtig Einweihungsparty. Wir hatten den Grill einen Tag vorher schon angetestet, aber wir hatten nicht wirklich da, sondern nur testen, ob es funktioniert. Der Stein, ne? Der Hohlstein. Ja, genau, so Ja, ein okay. großer Hohlstein. Hattest du ja Wo- gesagt, ja. Und man findet ja überall, also auch gesehen, stehen immer Paletten rum. Also jetzt nicht die Europaletten, aber so kleinere Paletten oder Holz findet man immer, nimmt man ein bisschen was mit, das reicht dann fürs Feuer. Und ja, dann sind wir losgedackelt, ja, durch die ganze Stadt. Von unten vom Parc de Mar hoch zum Parc de Sarriera ist ja ein gutes Stück, ich weiß nicht, 3 Kilometer, 4, mehr? Mehr. Zieht sich definitiv, Das ja. zieht sich und vor allem bergauf. Man hat ja auch ein bisschen Gepäck dabei. Ja, erstmal in den Roski rein. Mein Spanisch ist ja null gewesen zu der Zeit. Also hola, cerveza und ciao. Nee, das ist italienisch, gell? Sagen wir Hasta hier luego. aber auch oft, ja. Aber das hat Hasta nicht la gereicht vista. für den Einkauf, Nee, du läufst ja rum und guckst. für die Nee, Party. Das Lustige war, wir wollten ein paar Steaks machen, haben schön Nackensteak gekauft. Oh, okay. Wir hatten ja einen Grill. Tun wir Geil. schön grillen. Und ich kam auf die Idee, so ein paar Spiegeleier drüber machen könnten zum Beispiel. Wir hatten ja so gut wie nichts. Deswegen alles im Prinzip so ein Brötchen rein. Und dann habe ich die Eier gesucht. Frag im spanischen Supermarkt nicht, wo die Cojones sind. Ich bitte für Die die gucken mich Zuhörer um an. Aufklärung. Die guckt mich an und ich so, hey, donde cojones? Und ich so, no, huevos, jetzt kann ich's ja. Und ich so, nein, cojones. Oh, Zeigt Mann, sogar noch ey. auf meine Eier. Und ich so, no, venga, huevos. Und dann bin ich hinterhergelaufen und sage, huevos, no cojones. Danke. Das erste spanische Wort, was ich hier gelernt habe. Huevos, nicht cojones. Und wahrscheinlich nie wieder vergessen werden. Nein, das war ein bisschen peinlich dann. Also später, als mir das erklärt wurde, war es ein bisschen peinlich. Ja, Passiert. wenn man halt in ein fremdes Land kommt und kein Wort kann im Prinzip, außer das, was man halt aus dem Fernsehen und sowas hört, dann ist es so. Und ja, Naja, Cojones hast du mit der Aktion auf jeden Fall gezeigt, ne? Also der erste Teil oder ein Teil des geplanten Essens war auf jeden Fall schon mal gesichert. Ich denke, durstig wollte dir auch nicht bleiben. ja, selbstverständlich. Ich rede so Spaß wie der Uwe. Weil Uwe hat gesagt, er hat heute richtig gut Geld gemacht. Er gibt ein aus. Deswegen machen wir heute einen Whisky-Abend. Zur Eröffnungsparty hat er sich beteiligt. Ja, cool. Ja, also wir haben im Prinzip das Essen gezeigt mit den Steaks Ach, cool, und die ja. Eier und Brot und ich glaube, wir haben ein bisschen Salat gekauft oder so. Und er hat die Getränke gezahlt. Ein paar Bier hat natürlich jeder für sich selber und er hat gesagt, so, er hat Lust auf Whisky trinken heute Abend, so richtig schön mit Cola. Ne?
Ja, und haben wir dann 3 Flaschen Whisky gekauft. War damals noch super günstig. Und da hat er halt 3 Flaschen Whisky gekauft und noch 2 große Flaschen Cola und wir haben das Essen. Und ja, schön in die Tüten gepackt. Dann haben wir es auf dem Heimweg gemacht. Ja, auf halber Strecke reißt in die Tüte. Das macht Peng und die Whiskyflasche ist kaputt. Ja, wir haben natürlich, war ja schon ein bisschen angeheitert und spaßig, ist ja nicht so schlimm, ein bisschen gelacht und er so, Scheiße, also er hat geschimpft. Wie kann das sein? So eine Scheiße, da gehe ich zurück. Und wir beide, also ich und Stefan, haben halt gelacht über ihn. Und sind halt eingepackt in den Rucksäcke. Ich hatte auch mal einen Rolli mit dabei und sind einfach weitergelaufen. Und 20 Meter weiter reißt mir die Tüte. Ach, na. 2 Flaschen Whisky auf dem Boden. Ich hatte Glück, bei mir ist nur eine kaputt gegangen. Aber ja, ich war konsequent. Ich habe mich auf den Boden gesetzt und nichts wird vergeudet. Kein Kommentar. Es war lustig. Also ich fasse es mal so zusammen, die Kehle ist auf dem Weg dann gezwungenermaßen auch nicht trocken geblieben. Jo, da hat man unterwegs ein Schlückchen schon gehabt. Wir sind halt noch die letzten Meter nach Hause gelaufen, haben unser neues Reich präsentiert, schön unseren Grill angezündet. Also hier stehen halt immer, hier ist nicht immer Europaletten. Da stehen auch so normale Paletten überall rum und dann nimmt man halt 1, 2 Stück mit, die macht man klein, so hat man immer sein Holz. Und da haben wir ein schönes Feuerchen gemacht. Ich habe die Steaks vorbereitet, dann haben wir angefangen zu grillen, haben unseren Whisky getrunken mit Cola und ja, dann haben wir es uns gemütlich gemacht. Der Stefan und ich hatten ja unsere Bettchen und wir hatten noch Schaumstoff übrig, so ein großes Ding, wo wir auch die Fenster dicht gemacht hatten. Da hat sich der Uwe dann draufgelegt. Ja, bequemer als unten beim Zeitungskiosk, der hat da nur einen Karton drunter gehabt. Stimmt, ja. Hatte ja auch erzählt am Er hat Anfang, sich nur richtig, Unterdecke, Oberdecke an der Playa und so. Also ja, Genau. auf jeden Fall, kann Ja, man im sich Prinzip vorstellen. Karton auf dem Boden, eine Decke drunter, drauflegen, Decke drüber. Und einen Rucksack als Kopfkissen. Und auch im Freien ja quasi, ne? Also ja, Ja, also du hast eine Wand an der Seite und also er dann und halt ein Dach drüber, wenn es regnet. ja, okay. Ja, auf jeden Fall saßen wir auch gemütlich da, ein bisschen Radio gehört, uns ein bisschen unterhalten, wollten dann schlafen. Und dann hören wir plötzlich vor der Tür, hey, machen unsere Tür auf. Stehen unsere Bekannten, die sind endlich mal wach geworden, haben es mitbekommen am Montagabend, dass wir weg sind. Die Stadionbewohner. Genau, die Stadt. Also, dass wir nicht mehr aufgetaucht sind. Und standen da, hey, was ist los, bla bla bla, warum seid ihr weg? Ist auch berechtigte Frage. Und denen hat erklärt, wir haben das gefunden, wir wollten es selbstständig machen, dann habt ihr mehr Platz so bei euch, dann müssen die nicht zu zweit im kleinen Zimmer, wir im kleinen Zimmer, hat doch ein großes Zimmer, wir müssen rausreden, ist doch besser so. Aber wie haben die euch so schnell gefunden? Das ist in Blickentfernung gewesen. Ja, du kennst doch, unten Park des Arriera, wo das Skatepark ist. Wenn du hochguckst, war das alte Stadion. Ja, und damals war wahrscheinlich Und auch die noch haben ein das bisschen schon besser. mitbekommen, man kennt sich ja auch untereinander. Ja, okay. Und was glaubst du, wie schnell das sich rumspricht, wenn 2 Deutsche hier irgendwo ein Haus besetzen? Ja, da ihr vorher auch schon Da geht der aufgeräumt Busch hat von und so, Rucki ne? Zucki. Ja, okay. Ja, hast recht, macht Sinn, klar. Vor allem das Lustige war, haben wir das schon am ersten Tag, ich glaube am ersten Tag, wir hatten noch in unserem Gepäck, was so ein bisschen, wir hatten noch ein paar Sachen übrig, Klamotten und sowas in einem Koffer. Und da waren, oder haben wir die gefunden in der Mülltonne? Ja, die haben wir in der Mülltonne gefunden, irgendwo unterwegs, eine Deutschlandflagge. Und auf unserem Baracke war eine Stange gewesen, früher wahrscheinlich, weiß nicht, für Strom oder sonst irgendwas. Und dann haben wir natürlich eine Schnur gespannt und als erstes die Deutschlandflagge gerissen. Ich kann mir vorstellen, dass Das es war dann nicht so so eine schwer war. unserer ersten Taten, als wir dort eingezogen sind, die Deutschlandflagge hissen. Aber auch drunter haben wir die Mallorca-Flagge gehängt. Die Egal spanische wie Flagge kam erst später dazu, weil undercover wir wart ihr Respekt nicht. natürlich haben. Nein, wir haben das ganz offen eingezeigt.
Aber wir fanden es einfach lustig. Weißt? Wir haben uns auch gar nicht großartig Gedanken gemacht. Also es war auch dann wichtig, wurde uns später erklärt, dass wir auch die mallorquinische Flagge aufgehängt haben. Deswegen haben uns die Spanier in Ruhe gelassen. Wäre da nur die Deutschlandflagge gegangen oder sowas, hätten wir mehr Ärger bekommen. Hätten die das vielleicht ein bisschen Ja. missverstanden. Genau. Auch noch als Da so ist politisches auch eine Signal. mallorquinische Flagge und dann 2-3 Tage später haben wir eine spanische Flagge irgendwo gefunden. Haben die auch aufgehangen, deswegen haben sie uns in Ruhe gelassen. Okay. Ja, lustigerweise bei dir um die Ecke hängt ja jetzt auch eine Deutschlandfahne. Da hatte ich dich ja auch schon drauf Die angesprochen. hängt Aber die vom ist ja nicht mal, Spanier. ja, die ist ja nicht mal von dir, sondern von dem Spanier. Ja. Aber ich habe dich schon wieder unterbrochen. Ja, wir schweifen immer ab, wenn ich überlege. Das gehört Du dazu. kommst hier an und wir wollen nur einen kleinen Podcast aufnehmen hier. Klein. Es wird meistens fast eine Stunde und er schneidet schon vor 4. Und wir reden, ich weiß nicht, bestimmt mindestens 12, 13 Stunden am Tag reden wir. Und das meiste wird gar nicht aufgezeichnet, weil wir uns einfach so Am unterhalten. Tag 12, 13 Stunden ist ein bisschen viel. Nicht am Tag, in der Woche. Du hast am Hab Tag, ich ja. am Tag gesagt. Aber ja, trotzdem Material. Ich rede 13 Stunden am Hätten Tag. wir theoretisch mehr, ne? Also auf jeden Fall, ja. Oder haben wir auch noch genug, so ist nicht. Ja, auf jeden Fall kamen die rein und wollten hier, dass wir zurückkommen, beziehungsweise sie wollten zu uns ziehen. Das war auch der Grund, warum wir das Solo gemacht haben, ohne den Bescheid zu sagen vorher. Damit wir unser eigenes haben und die hatten ihr eigenes Großes da oben. Also gleich groß so gesehen, wenn man das dann teilt. Und noch aufgeteilt. Aber auch, nee, ja. ich glaube, denen ging es eher ums Geld. Weil wir haben ja im Prinzip 60, 70, 80% an mir verdient und die haben ja weniger gemacht, weil sie uns ja schöpfen konnten. Und ja, dann wurde es ein bisschen lauter und dann sind sie kurz rausgeflogen. Okay. Und danach war die Sache aber auch gegessen. Wunderbar. So, Sie haben es mal versucht. genau, sie wollten mal gucken und hat gesagt, nein. Und haben sie des Platzes verwiesen. Ihr habt euren Platz, wir haben unseren Platz, wir machen unsere Arbeit, macht ihr eure Arbeit. Und dann haben wir ja ganz normal dann jeden Tag wieder runtergegangen, unser Seifenblasen gemacht. Da kam auch die Weihnachtszeit, jetzt sind wir ja schon Anfang Dezember. Da wurden dann in Palma, wenn sie die Weihnachtsbeleuchtung aufhängen, das ist wunderbar. Kann ich nur zustimmen, ja. Und ja, Sehenswert. wir haben vorne auf unserem Teil vom Park gearbeitet, wir haben hinten beim Park gearbeitet. Ging alles. Wir haben uns auch dann 1-2 Tage später wieder getroffen, da kam es vorbei, haben zusammen ein Bierchen getrunken, uns unterhalten, das war dann alles in Ordnung. Also Cool. ja, Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich. Gut, geschlagen haben wir uns nicht, aber so halt. Sie wollten versuchen, es zu bleiben. Und wir gesagt, so, nein, wir machen jetzt unser Ding. Wir haben gesagt, okay, ihr macht euer Ding. Und so war das alles in Ordnung. Dann waren wir halt Freunde. Die haben da drüben gewohnt und wir haben da gewohnt. Jeder macht sein Ding. Man kommt sich gegenseitig nicht in die Quere und dann hat es wunderbar funktioniert. Ja, und dann kam es halt in Richtung Weihnachten. Weihnachten auf Mallorca, boah, die wunderschönste Zeit. Und es ist auch gar nicht so kalt. Das hat mich, in dem Jahr war das, ja gut, das erste Mal, es war feucht gewesen. Das ist auf Mallorca im Winter, es ist nicht so kalt, aber du hast immer die Luftfeuchtigkeit. Ja. Es In der ist alles Zeit klamm, bleibt du die kriegst hängen, deine ja. Klamotten nicht trocken. Und wollen wir dann zur Weihnachtszeit aufs nächste Thema machen? Das ist eigentlich eine ganz Gell? gute Idee. Dann vor erzähl allem, mal, wie wir im Weihnachtsschmuck und wir uns gegenseitig geschenkt haben und dann Weihnachten gefeiert haben, das erste Mal hier zusammen. Also Ja. Stefan und ich. haben wir wieder zwar einen schönen Cliffhanger. Und dann was können wir bis Silvester gehen. ja, Weil so begrüße viel ist ich. eigentlich nicht passiert, auf Weihnachten mal lustig. Gut, Leute, dann hören wir Und uns an Silvester Weihnachten kommt wieder, auch ne? Tequila. Oh, jetzt habe ich zu viel verraten mit Tequila zu Silvester. Jens. 1.1.2011, mein Baby. Ich sag nix. Wir haben ja schon einen Cliffhanger eingebaut. Ja, dann, Doppelter Cliffhanger. naja, inklusive Auflösung. Nee, ist noch nichts aufgelöst. Egal wie. Ich würde sagen, da hören wir auf. Und ja, machen da beim nächsten Mal dann weiter. Ja, da freue ich mich schon drauf, euch das nächste Mal von meinen ersten Weihnachten in Palma zu erzählen. Und wie es dann Silvester war. Neuer Rückblick, neue andere Folge.
Ja, und erneut hat Jens seinen Rückblick beendet und auch wieder einmal sind wir damit am Ende der Folge angekommen, was wahrscheinlich sich in Zukunft auch nicht großartig ändern wird. Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen und mich recht herzlich bei euch bedanken für die Bewertungen, die auf den verschiedensten Plattformen reinkommen, für die Antworten und das Feedback, das wir bekommen und vor allem das Teilnehmen an den Umfragen. Das wäre es auch an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und wie gewohnt hat Jens das letzte Wort. Hasta luego von meiner Seite. Ja, also ich danke dir erstmal vielmals fürs Kommen. Hört mir die Zikaden, wie sie krähen, ganz laut. Aber ja, sowas gehört ja mit dazu. Wir sitzen ja schön draußen im Schatten in meinem Camp. Nee, und dann wollte ich auch noch Danke sagen an alle Gestrandeten bei uns auf dem Podcast, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis bald. Ich wollte ja noch was erwähnen. Fällt mir gerade so ein. Als Dank habe ich noch eine kleine Überraschung. Höchstwahrscheinlich in unserer nächsten Folge wird der meistgebuchte Schlagerkünstler auf Mallorca, habe ich gelesen, gehört. Ich kenne den Artikel auch. Alex Engel, auch bei uns zu Gast sein und sich nett mit uns unterhalten. Hoffen wir, dass das alles so auch klappt, weil er hat ja viel zu tun. Ja, nur damit ihr vorbereitet seid fürs nächste Mal. Würde mich echt freuen, weil das ist ein sehr, sehr netter Mensch. Den habe ich hier schon öfters getroffen. Genauso wie die meisten anderen Schlager-, Ballermann-Sänger. Man kennt sich hier untereinander über Jahre und ich muss sagen, die sind echt richtig cool drauf und freundlich und nett. Ja, wir sind ja am Ende der Sendung, also sage ich nochmal dann tschüss, bis dann. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.